Heute habe ich vor, euch einfach mal zu zeigen, wie ich meine längliche Holzschale frühlingshaft dekorieren werde. Der ein oder andere von euch, der kennt die auch noch aus vorherigen Videos. Jedenfalls hat jetzt meine Schale eine Länge von 60 cm, die Breite beträgt 18 cm und die Höhe in etwa 3 cm. Ja, und ich werde jetzt mal als erstes damit beginnen und mir Folie auf meine Holzschale hinauflegen. Diese Folie dient jetzt auch als Schutz für das Holz, weil das Ganze wird nachher auch ein bisschen bepflanzt werden. Ihr könnt ja schon sehen, hier stehen Sukkulenten und im Laufe der Zeit muss das ja auch mal gewässert werden. Man könnte jetzt theoretisch gesehen die Folie auch wahrscheinlich weglassen, aber ich hätte jetzt die Befürchtung, dass im Laufe der Zeit dieses Holz anfangen würde zu vergammeln und das wollen wir ja nicht. Ich meine gut, ne, im Laufe der Zeit ist jetzt meine Holzschale auch relativ dreckig geworden durch Kerzen, durch Moos. Da war das jetzt auch nicht so schlimm. Aber das hier, das soll jetzt auch eine Deko-Geschichte werden, die man dann halt im Laufe der Zeit immer einfach mal umdekorieren kann. So, und ich werde jetzt mal als nächstes hier meine Sukkulenten mal aus dem Topf befreien. Das sind zwei verschiedene und die hier, die fängt bereits an zu blühen. Hier ist so eine kleine Blüte. Na, mal eben gucken. Ja, und die kann man ja jetzt schlecht so da drauf platzieren. Von daher brockel ich mir das Ganze jetzt hier schon mal auseinander. Da hinten steht auch schon Kakteengranulat. Ihr könnt ansonsten auch Kakteenerde dafür verwenden, das geht auch. Wenn da jetzt ein paar Wurzeln bei flöten gehen, bei den Sukkulenten, das ist überhaupt nicht schlimm. Das wird auch nachher bei den Hyazinthen der Fall sein. Oder ihr nehmt hier diese Erde, ne? Die könntet ihr jetzt auch einarbeiten. Aber ich arbeite am liebsten immer mit dem Kakteengranulat. Haltet hier mal an, ja, ein bisschen was können wir noch abfriemeln. Diese Sukkulenten, die werden auch im Laufe der Zeit dann wieder neue Wurzeln ausbilden. Die gibt es auch bereits geschnitten, dann sind da gar keine Wurzeln mehr dran. Sieht auch cool aus zum Dekorieren, aber über längere Zeit gesehen würde ich die natürlich immer allererst wieder eintopfen. Und dann werde ich das jetzt hier mal eben für euch auch beschleunigen. Meine Hyazinthen trenne ich jetzt voneinander und dabei werden auch ordentlich Wurzeln bei Flöten gehen. Das könnt ihr aber abhaben, die Hyazinthen. Aber Achtung bei den Hyazinthen, es gibt Menschen, die können den Duft der Hyazinthen überhaupt nicht gut vertragen. Die bekommen davon zum Beispiel Kopfschmerzen, mein Vater zum Beispiel. Alternativ zu den Hyazinthen würde ich dann zum Beispiel Krokusse verwenden oder Narzissen, Schneeglöckchen. Ne? Da wüsste ich jetzt nicht, dass sowas passiert. Aber ist halt leider bei den Hyazinthen, dass einige diesen Duft halt nicht abhaben können. Oder man platziert sowas einfach draußen. Aber so eine Holzschale, die würde ich dann geschützt irgendwo hinstellen, wo halt kein Regenwasser hineinlaufen kann. Sonst wird das Ganze ja im Laufe der Zeit ja, ertrinken, wenn das Wasser halt nicht gescheit ablaufen könnte. Restliche Erde schuckel ich jetzt mal ab. Ich könnte jetzt auch theoretisch gesehen zu meiner Regentonne gehen und das hier einfach nochmal auswaschen oder abwaschen. Mache ich jetzt aber nicht. So ganz lange Wurzeln einfach auch mal abfriemeln. Schuckel, schuckel, schuckel. So, jetzt mache ich hier mal den Arbeitstisch sauber und dann geht es für euch ja sowieso direkt weiter. Bevor ich jetzt meine Holzschale mit Kakteengranulat befülle, platziere ich mal zunächst die Sukkulenten und auch die Hyazinthen. Mir ist jetzt gerade noch was ganz Wichtiges eingefallen, was ich komplett vergessen habe zu erwähnen. Ich hatte ja vorhin gesagt, man kann das Ganze sonst auch einfach draußen platzieren, wenn man halt diesen Duft der Hyazinthen nicht vertragen kann. Aber Achtung, das sind jetzt Sukkulenten für den Innenbereich. Die würden im Laufe der Zeit dann draußen halt eingehen und alternativ könnt ihr dann zum Beispiel die Hauswurz dafür verwenden. Ne? Die sind für draußen geeignet, aber diese Sukkulenten halt nicht. Ist mir jetzt zum Glück gerade noch eingefallen, dass ich sowas erzählt hatte, also halt für den Außenbereich, ja, aber dann auf keinen Fall die Zimmersukkulenten verwenden. Ja, und das hier ist jetzt halt dieses Kakteengranulat. Ich mag das total gerne. Und die Holzschale wird jetzt relativ bündig damit befüllt werden. Ich lasse aber noch ein bisschen Platz, weil ich am Überlegen bin, ob ich da gleich noch etwas Plattenmoos drauflegen möchte. Oder was man auch machen könnte, man macht jetzt hier oben drauf so, ich sag mal so ein Deko-Kies, ne? Was auch immer ihr bei euch finden solltet, im Gartencenter oder halt auch im Bastelladen. Aber als Grundlage würde ich immer dann Kakteengranulat oder halt Kakteenerde verwenden.
Weil das hier ist jetzt, wieso ist da eine Blähtonkugel drin? Keine Ahnung. Weil das hier ist jetzt eine Deko-Geschichte, die man halt immer wieder umdekorieren kann. Ne? Heute halt frühlingshaft, dann beim nächsten Mal ja wahrscheinlich so ostermäßig. Oder man kann damit auch eine schöne Weihnachtsdekoration erstellen mit den Sukkulenten. Wenn es gut läuft, dann vermehren die sich auch im Laufe der Zeit. Also die bilden dann so Kindel aus. Ich habe eine noch drinnen, die hat nämlich so Kindelchen gebildet. Ich glaube, ich hatte mal altes Kakteengranulat in den alten Sack reingeschmissen. Von daher diese Blähtonkugeln. Ich kriege schon wieder meine kleinen Sprachstörungen. Ja, und dann halt so auffüllen, dass die Wurzeln der Sukkulenten und auch der Hyazinthen gut bedeckt sind. Meine überschüssige Folie schneide ich nun ab und dann kann man sich Gedanken machen, wie man das Ganze noch weiter dekorieren möchte. Ich habe mir jetzt so meine Gedanken gemacht, wie ich weiter dekorieren möchte. Ja, und ich werde stellenweise etwas Plattenmoos einarbeiten. Dann habe ich hier ein paar Steine, einen Dekoapfel. Das hier ist ein Ast von einer Korkenzieher-Haselnuss. Ihr könnt natürlich auch einen anderen Ast verwenden. Und eventuell kommen auch noch diese Erlenzapfen hinzu. Mit meiner Dekoration bin ich nun soweit fertig. Ja, und im Laufe der Zeit kann man das Ganze ja immer wieder neu dekorieren. Die Sukkulenten bleiben allerdings dann in der Schale drinnen, bis es halt an der Zeit ist, sie einfach mal umzutopfen. Also wenn die halt im Laufe der Zeit einfach, ich sag mal, zu groß geworden sind. Ja, und zum Thema Wässern, es kommt auch letzten Endes immer auf die Raumtemperatur an, aber ich werde das Ganze so 1- bis 2-mal die Woche mit der Sprühflasche besprühen. Wenn ihr möchtet, dass das Moos noch länger frisch bleibt, das dann wirklich täglich mit der Wasserspritze besprühen, beziehungsweise so jeden zweiten Tag reicht dann beim Moos auch vollkommen aus, aber es kommt halt wirklich auf die Raumtemperatur an. Die Sukkulenten, die kommen sehr lange ohne Wasser aus, aber bei den Hyazinthen und bei dem Moos wird das dann dauerhaft einfach mal ein Problem werden. Die Sukkulenten könnte man jetzt auch zumindest bei mir in der Wohnung wirklich nur einmal im Monat mit Wasser besprühen. Aber ich werde das dann einfach so gezielt machen, ne? Halt die Hyazinthen mal öfters und das Moos und die Sukkulenten lasse ich dann einfach auch mal aus, weil das Gemeine ist, zu nass möchten die Sukkulenten nämlich auch nicht stehen. Die können das nicht abhaben, wenn die zu nass in dem Substrat drinne sind. Von daher habe ich da jetzt auch lieber das Kakteengranulat verwendet, im Gegensatz zu der Kakteenerde. Wenn mir jetzt noch mehr zu dem Thema einfallen sollte, dann trage ich das aber auch noch mal in die Videobeschreibung ein. Ach, und wenn im Laufe der Zeit die Hyazinthen mal verblüht sind, dann werde ich meine einfach in den Garten auspflanzen. Alternativ könnt ihr sie aber auch genauso gut in Töpfe setzen und hebt sie dann halt für das nächste Jahr auf. Aber dann einfach draußen stehen lassen. Ja, und die ganzen benötigten Materialien für das Projekt findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung. Und ansonsten werde ich mich jetzt auch einfach mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!